useless. Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Gem Farming beschäftigen. Wir wollen uns anschauen, wann ist es sinnvoll, Gems zu farmen und wie viel kann man täglich so rausbekommen. Beginnen werden wir heute erst mit meinem Erfahrungsbericht, wie ich das so gemacht habe. Also, erstens, außerhalb vom KVK ist Gem Farming sehr umständlich und nicht wirklich ertragsreich. Ihr müsst eine Menge Zeit investieren und bekommt sehr wenig raus. Fazit Nummer 1, Gem Farm lohnt sich nur im KVK. Aber wann lohnt sich Gem Farming wirklich im KVK? Hierfür gibt es einige Voraussetzungen. Zum einen sollte euer Kingdom schon aus der ersten Zone raus sein. Das heißt, ihr sollt mindestens 2 Zonenverfügungen haben und die Majority, also die Mehrheit an Spielern, sollte sich in der anderen Zone befinden. Beispielsweise habt ihr die erste Zone geöffnet und alle Spieler sind jetzt wegen den besseren Nodes, es gibt bald Kämpfe, in die nächste Zone teleportiert. Ihr teleportiert auch in die nächste Zone, schickt aber eure Farmer zurück in die andere Zone und wechselt eine Allianz, die keinen Pass in die neue Zone hat. Warum sollt ihr das tun? Aus dem ganz einfachen Grund, damit ihr nicht zu viel Zeit investieren müsst und auch wenn ihr mal sagt, okay, ich muss jetzt essen oder irgendwas anderes, man muss nebenbei arbeiten, man hat nicht immer Zeit, dass selbst wenn man die Zeit mal verpasst, dass die Farmer nicht zurücklaufen, sondern trotzdem in dem Bereich stehen. Des Weiteren ist es einfach wichtig zu schauen, wie lasse ich meine Farmer wo sammeln. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man jedem Farmer so einen kleinen Bereich zuordnet. Das können wir uns mal anschauen, wenn wir jetzt hier auf die Karte gucken, ob ich hier einen guten finde, wo wir das schnell sehen. So, wenn wir jetzt sagen wir mal, ich habe jetzt hier 2, 3 Farmer stehen, mein Guan Yu ist jetzt hier mein Farmer. Den einen Farmer lasse ich hier in dem Bereich sammeln, den anderen lasse ich eher so hier sammeln und den nächsten Farmer weiter hier hinten. Was ist der Grund dahinter, diese so auseinander gespreadet farmen zu lassen? Der Hauptgrund ist einfach, dass ihr sagen könnt, okay, ich habe nicht so eine langen Laufwege. Also ihr habt im Grunde genommen wie einen Radius um euch rum, wo keine anderen Farmer von euch sind, wo ihr sagen könnt, okay, dort kann ich ganz entspannt farmen und ich muss nicht wirklich dann irgendwie 10 Minuten laufen bis zum nächsten Feld, sondern so 2, 3 Minuten. Im KVK haben wir hauptsächlich Nodes Level 3. In den fortgeschrittenen Zonen natürlich auch höhere, aber das ist im Grunde genommen nicht so wirklich unser Ziel. Also wir fokussieren uns wirklich auf Zone 1, also die erste Zone, da verlieren viele Spieler dran ihr Interesse. Da habt ihr wirklich sehr, sehr viel Platz und Zeit dort, die Gems zu farmen. Daher fokussieren wir uns dabei wirklich auf die Level 3 Nodes, dass wir hier auch diese sauber durchgefarmt bekommen. Was ist noch wichtig beim Gem Farm? Also ihr sollt definitiv mit Timern arbeiten. Wenn ihr eure Farmer rausschickt, dann habt ihr natürlich immer eine Zeit, wenn ihr jetzt im Ressourcenfeld seid, können wir das mal gucken. Da habt ihr immer eine Zeit, wo steht, okay, wie lange farmen eure Sammler noch. Das solltet ihr als Timer nehmen und euch dementsprechend immer wieder einloggen. Ihr müsst nicht die ganze Zeit auf den Screen schauen, nicht die ganze Zeit suchen. Es reicht wirklich zu sagen, okay, in 14 Minuten kommt ihr zurück, ich logge mich bei Minute 38 ein, schaue, wo ist das nächste Feld, schicke meinen Farmer wieder ins nächste Feld und lasst ihn im Grunde drin stehen. Wichtig ist, sammelt Gems nicht einzeln, macht einen großen Marsch mit vollen Einheitenkapazitäten, schickt den los und sammelt den ganzen Tag über und holt ihn am Ende zurück. So spart euch eine Menge Laufzeiten und bekommt deutlich mehr Gems. Der nächste Punkt ist das Pairing der Märsche. Wie soll die Märsche zusammengestellt werden? Also, bei den Farmern ist es so, wir haben Farmer wie Kleopatra, wie Johanna, Seondeok, die alle sammeln relativ schnell. Diese schnellen Sammler sollte man immer mit einem Kommandanten zusammenpairen, der noch eine extra Erweiterung von den Ressourcen, also die euch extra Ressourcen beim Nachhausebringen geben. Damit diese Märsche, die sowieso mehr sammeln, auch im Grunde genommen mehr extra Prozente bekommen. Daher sind Pairings wie Johanna mit Mathilde, Kleopatra mit Seondeok wirklich mit hier die beste Wahl, was ihr machen könnt. Abschließend zum Video noch eine kleine Zusammenfassung. Also, Gems Farm lohnt sich nur im KVK. Des Weiteren solltet ihr mit vollen Märschen farmen. Ihr solltet gucken, dass ihr eure schnellsten Sammlern mit Sammler zusammentut, die euch extra Ressourcen beim Zurückbringen geben. Des Weiteren achtet auf das Farming-Equipment, sehr, sehr wichtig. Schaut, dass ihr nicht in der Zone farmt, in der ihr steht. Also ihr solltet keine Anbindung, keinen Pass in diese Zone haben, damit, wenn ihr euch mal verspätet, eure Märsche nicht zurücklaufen, sondern einfach dort stehen bleiben und ihr trotzdem kurze Laufwege habt. Wie viel könnt ihr mit dieser Methode jetzt in einem KVK so pro Tag sammeln? Als ich das gemacht habe, habe ich das so 8, 9 Stunden am Tag, natürlich nicht durchgehend online, sondern immer wieder zum Timer online gekommen, die Märsche wieder und her geschickt gemacht.
habe insgesamt immer so um die 3000, 2.500 bis 3000 Gems pro Tag damit gefarmt. Wenn man jetzt sagt, okay, man macht das wirklich 10 Tage am Stück, was eine mega Belastung ist, nicht jeder hat dafür Zeit, aber wir sagen es mal rein hypothetisch, würden wir das tun, könnten wir bis zu 30.000 Gems in 10 Tagen allein durchs Gem-Farming im KVK machen. Also, auch wenn ihr ein Free-to-Play-Spieler seid und eine Menge Zeit mitbringen könnt oder einfach nur kontinuierlich eure Farmer wieder rausschicken könnt in der Hinsicht, habt ihr eine Möglichkeit im KVK auch eine Menge Gems dadurch zu erhalten. So, werte Freunde, das war hier die Folge zum Gem Farming. Ich hoffe, es kam eine ganz gute Übersicht. Lohnt sich das? Wann kann ich es machen? Wie kann ich es machen? Sollt ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema haben, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.